Guten Morgen und willkommen zum heutigen Video. Es geht heute mal wieder um das Thema Blinker an der Vespa GTS. Wie ihr wisst, habe ich bei mir ja die Moto Nostra Blinker verbaut. Das sind die getönten hier mit dem Lauflicht. Und da gibt es jetzt eine neue Version von, die ich euch heute mal vorstelle. Die habe ich mir nämlich geholt, weil ich finde, dass die ein paar Vorteile haben gegenüber den alten. Sehen ein bisschen anders aus, haben eine neue Optik und haben ein anderes Leuchtbild. Das zeige ich euch nachher mal auch im Vergleich, damit ihr mal seht, wie die vorher aussahen und wie das neue Leuchtbild der neuen aussieht. So, ich packe die Blinker jetzt mal aus, dann könnt ihr mal sehen, wie die jetzt optisch aussehen. Haben sich ein bisschen verändert. So, den Deckel hier auf. So, jetzt können wir das Ganze mal rausziehen. Hier haben wir jetzt die Blinker. Da ist noch ein bisschen was mit drin. Hier sind die Kabel der Blinker. Und hier ist noch der Adapter, den man benötigt, wenn man eine HPE hat. Und damit man jetzt hinten, das zeige ich euch nachher mal, wie das funktioniert, an das Rücklicht rankommt, denn da werden die Positionslichter ja bedient. Braucht man hier so eine Weiche und die wird nachher dann noch verbaut. Zeige ich euch aber gleich mal. So, hier haben wir die Blinker für vorne, hier sind die für hinten. Man sieht es jetzt vielleicht schon, ich halte es gleich auch mal vorne ran, dass wir die im Vergleich sehen. So sehen die jetzt aus. Ein bisschen moderner, würde ich mal sagen, haben auch andere Reflexionsflächen hier drin. Interessant wird natürlich nachher, wie sieht das Leuchtbild aus, weil die ja von der Form zwar gleich sind, aber innen drin anders aufgeteilt sind. Und das gucken wir uns nachher mal an. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie die optisch aussehen im Vergleich zu den alten. Hier haben wir jetzt mal einen neuen Blinker im Vergleich zum alten. Ich mache vielleicht mal die Folie ab, dann sehen wir besser, wie die sich jetzt optisch verändert haben. Hier also mal nebeneinander. Die Tönung ist ungefähr gleich. Was aber auf jeden Fall anders ist, sind die LED-Dioden, die dort drin sind. Es sind jetzt mehr. Also ich zähle mal durch. Hier sind 2, 4, 6, 8 und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also mehr Leuchtdioden. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch mehr Licht rauskommen. Das werden wir nachher dann auch im Vergleich sehen. Ansonsten von der Aufteilung ist jetzt das Tagfahrlicht hier außen etwas breiter geworden, der Abschnitt. Dazu kommt, dass wir hier innen drin jetzt andere Reflexionsflächen haben, die das Licht ein bisschen anders abstrahlen lassen. Könnte ganz interessant aussehen auf jeden Fall. Wir können uns das ja bei dem Blinker hier direkt mal anschauen. Ich mache den einfach mal an. Ja, jetzt seht ihr das Lauflicht und hier die 6 LEDs, läuft von innen nach außen. Den Blinker vorne auszuwechseln, das ist wirklich sehr einfach. Kreuzloch hier vorne einfach rausschrauben. Dann kann man den Blinker schon rausziehen. Hier ist auch der Stecker, die Schraube nehme ich mal raus, die brauchen wir noch. So, dann einfach hier die Steckerverbindung lösen. Und das war's schon. Genauso einfach ist dann der Einbau. Zuerst den Stecker verbinden. Einfach reindrücken, bis er einrastet. Das war's schon. Erst hier oben rein, unten gegendrücken. Die Schraube die können wir mal abmachen, weil hier ist schon eine Unterlegscheibe drunter. So, Passform ist gut. Schraube rein. Anziehen. Da immer darauf achten, bei dem Blinker nicht zu fest. Wirklich nur so, dass es hält, weil es ist Kunststoff und da kann es ganz schnell Knack machen und dann habt ihr das überdreht. Und so sieht das Ganze aus. Jetzt mache ich das mal an, dann sehen wir mal den Unterschied. Jetzt ist es natürlich sehr hell, aber man kann den Unterschied schon erkennen. Von vorne auch sehr gut sichtbar durch diese neuen Reflexionsflächen hier außen. Also die LEDs leuchten in diese silbernen Reflexionsflächen rein, dadurch eine schöne Abstrahlung nach vorne. Auch der Blinker sehr gut sichtbar. Läuft jetzt von unten nach oben, vorher von der Mitte nach außen.
Finde ich sehr schick und es kommt mir so vor, als wenn es ein wenig heller ist und besser sichtbar ist. Aber das gucken wir uns nachher auch noch mal in der Garage an. Wenn es dann dunkel ist, dann kann man das ein bisschen besser einschätzen. Und ich mache die dann mal im Vergleich nebeneinander. Wir können uns jetzt mal auch hier draußen den anderen Blinker anschauen. Jetzt haben wir den schwierigsten Fall, den so ein Licht bestehen muss, nämlich direktes Sonnenlicht und dann auch noch tiefstehend. Also die Sonne kommt jetzt direkt von vorne, knallt hier vorne rauf. Jetzt sehen wir hier, da ist der neue und da ist die Version 1. Also man sieht es auch im Sonnenlicht schon, dass der hier ein bisschen heller und besser sichtbar ist. Ich mache jetzt mal die Blinker an. Erstmal der Version 1. Das ist jetzt der hier. Läuft also von innen nach außen. Auch gut zu sehen. Und jetzt machen wir mal als Vergleich dazu die Version 2. Und man sieht es, glaube ich, schon so ein bisschen auch im Sonnenlicht, dass der neue doch besser sichtbar ist. Und das ist natürlich eine Sache neben der Optik, die natürlich mit dem Lauflicht sehr cool aussieht, finde ich. Aber wichtig ist ja auch die Sichtbarkeit. Und ich glaube, da wurde jetzt noch ein bisschen im Vergleich zur V1-Version optimiert. Wir sehen es auf jeden Fall nachher, wenn ich dann in der Garage bin, nochmal, wenn es ein bisschen dunkler ist, dann hat man mal einen direkten Vergleich. Aber so auch in direktem Sonnenlicht sieht man, glaube ich, schon ganz gut, dass die neuen doch ein bisschen mehr auffallen. Und das ist ja wieder ein Sicherheitsfaktor. Also das Tagfahrlicht ist heller, weil mehr LEDs drin sind und der Blinker, bin ich der Meinung, auch. Also das ist die neue Version der Moto Nostra Blinker. Ja, der Ausbau der hinteren Blinker, der ist ein bisschen komplexer, denn wir müssen an das Rücklicht noch ran. Sprich, dazu erstmal die Schraube hier unten lösen. Ich habe jetzt, glaube ich, Glück, dass ich am Kennzeichen vorbeikomme. So knapp, wenn ich ein bisschen, ja, genau, dann kann ich das nämlich schon mal abnehmen. Dann einfach hier unten am Rücklicht den Stecker lösen. So, und hier seht ihr jetzt schon, das war natürlich bei den alten Blinkern schon mit dabei. Das ist diese Weiche hier, wo wir jetzt an das Rücklicht mit rankommen, um die Positionslampen anzusteuern. Dann löse ich mal den ersten Blinker hier. Da wieder dasselbe, einfach Schraube lösen. Blinker ist ja nur reingesteckt, den kann man dann wunderbar rausziehen. Hier sind jetzt die Kabelverbindungen. Da sind jetzt 2 Verbindungen da. Ich zeige euch das gleich mal, wenn ich den ausgebaut habe. Hier nehme ich mal die Gummidichtung raus, damit ich da besser rankomme. Und mache hier mal alle Verbindungen ab. Beim Zusammenbauen nachher kann man da auch nicht viel vertauschen, weil die Stecker nur auf eine Art zusammengehen. Also den hier brauchen wir gleich nochmal. Jetzt ziehe ich mal hier die Blinkerkabel, nehme ich mal raus. Die müssen hier durchgeschoben werden. So, hier ist jetzt der neue. Also genauso wie ich den alten ausgebaut habe, wird der neue jetzt eingebaut. Folie erstmal abmachen noch. So, die Kabel ein bisschen auseinander machen. So. Hier durchführen. Auch hier wieder erst hinten einsetzen, dann vorne. Den können wir schon mal anschrauben. Auch hier bitte immer vorsichtig, nicht zu fest. Hält sofort. Weil wenn man da überzieht, macht es knack und das Plastik ist kaputt. Also Passform sehr schön. Das war bei den alten auch schon so. Da ist gar kein Problem. Man sieht ja, es geht auch relativ schnell rein. So, das dünne Kabel müssen wir dann hier durchführen. Das kommt gleich an den Adapter ran. Das zweite Kabel, dieses hier, da ist dann hier unten der Stecker. Der Gegenstecker, den wir dann einfach verbinden. Das habe ich jetzt gemacht. Genau dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite. So.
mal den alten Blinker raus. Auch hier muss ich unten den Stecker lösen. Das ist dieser hier. Zack. Und der zweite hängt damit dran. Also das ist wirklich leicht zu machen. Also das kann jeder auch zu Hause machen. Man muss nur nachher darauf achten, wenn dann die Blinker verbaut sind, dass man die Kabel, die dann da hinten so ein bisschen rumschlabbern, dass man die mit Kabelbindern schön festmacht. Hier ist genauso wieder. Ja, der dicke, der kommt hier ran. Das ist der Blinker, Verbindungsstecker. Dann hier durch. Und der dünne, lange, der wird dann wieder hier eingefädelt. Der muss hier rein. So. Dann den Blinker einsetzen. Erst wieder hinten. So, das war's schon. Das reicht. Also die bitte nicht zu sehr festziehen, sonst macht's Knack. So, jetzt habe ich hier die ganzen Kabel. Die Gummidichtung, die unter der Lampe ist, die habe ich eingeschnitten, damit man die ganzen Kabel hier durchführen kann. So, und jetzt muss man das hier wieder so ein bisschen hier reinstecken, dass das Ganze auch wieder abgedichtet ist, wegen Feuchtigkeit. Jetzt habe ich die 3 Kabel hier. Jetzt kommt wieder der Adapter zum Einsatz. Da kann man, wie gesagt, nichts verkehrt machen. Den großen hier rein, die kleinen, da gibt es nur eine Verbindungsmöglichkeit. Immer gucken, dass es gut einrastet. So, und jetzt habe ich alle Kabel verbunden. Jetzt ist nur noch der große da, der kommt jetzt ins Rücklicht rein. Bei den Kabeln immer so ein bisschen schauen. Wir haben hinter dem Rücklicht immer noch ein bisschen Platz, wo man das verstauen kann. Der große Stecker, der muss jetzt natürlich hier ran. So, bevor wir das Ganze jetzt zusammenschrauben, lasse ich es erstmal kurz so hängen und mache mal einen Test, ob auch alles leuchtet. So, Positionslampen leuchten. Ich werde es mal so machen, ich werde mal auf der linken Seite, lasse ich mal den alten drin. Dann ist es nachher noch besser, den Unterschied zu sehen. Dann können wir jetzt im Dunkeln in der Garage uns mal anschauen, wie der Unterschied genau ist. Dann sieht man das mal. Alle Stecker dran. Gummidichtung mache ich nachher ran, wenn ich den zweiten Blinker wieder anbaue. Zack. Das war's schon. Schraube rein. Passt. Rücklicht wieder dran. Jetzt haben wir rechts den V2-Blinker und links den V1, den alten. So, ich fahre jetzt mal in die Garage und zeige euch mal, wie das Leuchtbild der beiden Blinker aussieht und wo da die Unterschiede sind, weil die sind ja wirklich ein bisschen anders aufgebaut jetzt. Also, ich packe zusammen und wir sehen uns gleich. So, jetzt in der Garage, etwas im Dunkeln und man sieht doch sehr deutlich den Unterschied, allein schon beim Tagfahrlicht. Das ist auf der rechten Seite, da wo die V2, also die neue Version ist, deutlich heller. Auch der Blinker sehr schön hell, gut sichtbar. Ich mache noch mal im Vergleich den alten an. Ja, auch gut sichtbar, aber ich finde, dass der neue etwas besser sichtbar ist, vor allem das Tagfahrlicht. Das ist definitiv besser zu sehen, frontal von vorne. So, hier jetzt nochmal die hinteren Blinker, rechts die V2-Version, sehr schön deutlich, gerade der Blinker sehr gut sichtbar. Positionslicht ist bei der alten Version natürlich eine ganz andere Form. Ich zeige euch jetzt nochmal den Blinker der alten Version. Auch sehr cool, läuft halt so um das Positionslicht rum. Sichtbarkeit ist bei beiden gut. Ist halt ein bisschen eine andere Form und vielleicht ein klein wenig heller im Bereich des Blinkers bei der V2-Version.
So, das war's für heute mit der Vorstellung der neuen Blinker von Moto Nostra, der Version 2, von den Blinkern mit dem LED-Lauflicht. Ich finde sie sehr gelungen, haben ein bisschen anderes Leuchtbild als vorher, kommen mir ein bisschen heller vor als die erste Version. Also auf jeden Fall sehr interessant. Ich schreibe euch den Link zu den Blinkern gerne unten in die Beschreibung mit rein, falls ihr euch dafür interessiert. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und den Kanal abonnieren ist kostenlos. Also einfach mal unten auf Abo klicken und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis dann. Ciao.